Herzlich willkommen auf der Nordseeinsel Sylt. Wir begleiten heute eine Kinderführung durchs Wattenmeer. Diese ist organisiert von der Schutzstation Wattenmeer. Dieser Verein setzt sich dafür ein, dass das Wattenmeer und die Nordsee nicht beschädigt werden. Wir bekommen erst eine kleine Einführung in das Wattenmeer, bevor wir selbst auf Erkundungstour gehen dürfen. Als Wattenmeer bezeichnet man übrigens den Abschnitt des Meeres nah am Strand, der stark durch die Gezeiten Ebbe und Flut beeinflusst wird. Bei Ebbe ist hier kein Wasser und man kann durch sogenannte Watt laufen. Wir haben die Aufgabe bekommen, alles zusammenzutragen, was wir im Watt finden können. Zum Beispiel Muscheln, Krebse und Pflanzen. Nachdem alle Kinder etwas im Watt gefunden haben, treffen wir uns wieder und die Frau von der Schutzstation Wattenmeer erzählt uns etwas über unsere Fundstücke. Hier hat zum Beispiel jemand eine Wellhornschnecke gefunden. Diese Schnecke heißt so, da sie solch ein welliges Horn als Gehäuse hat. Und das hier ist die Muschel, die man wohl am häufigsten im Wattenmeer findet. Das ist die Harzmuschel. Warum die Muschel so heißt, kann man gut erkennen, wenn man sich die Außenumrisse mal genauer ansieht. Denn diese Umrisse sehen aus wie ein Herz. Und das Tier, welches ihr hier seht, ist kein Krebs, sondern eine Krabbe. Eine Strandkrabbe. Diese Krabbenart ist auf Sylt sehr häufig im Watt zu finden. Diese große Muschel, die ihr hier seht, das ist eine pazifische Auster. Und wie der Name schon sagt, kommt die Muschel eigentlich aus dem Pazifischen Ozean und nicht aus der Nordsee. Sie wurde aber vor langer Zeit von Menschen hier ausgesetzt. Und da die Auster kaum Feinde hat und daher kaum gefressen wird, kann sie sich gut in der Nordsee vermehren. Aus diesem Grund gibt es in der Nordsee ziemlich viele dieser pazifischen Austern. Diese Muschel kennt ihr vielleicht. Sie wird Schwertmuschel genannt. Sie ist an den Kanten sehr scharf. Blättert man ein bisschen was von der Muschelhülle ab, so kann man zeigen, wie scharf die Schwertmuschel sein kann. So scharf, dass man sich mit ihr sogar die Haare abschneiden kann. Und das hier sieht aus wie Salat. Ja, und es ist auch eine Art Salat. Jedoch wäre er ganz schön salzig, wenn man ihn probieren würde. Ein sehr bekannter Bewohner des Wattenmeeres ist der Wattwurm. Er befindet sich unter der Erde und wir haben auch schon gleich einen entdeckt. Der Wattwurm hilft, dass das Watt sauber bleibt, denn der Wattwurm frisst sich unterirdisch durch den Sand. Dabei säubert er den Sand und hinten aus dem Wurm kommt der Sand gesäubert wieder heraus. Er funktioniert also wie eine Art Filter. Diese Häufchen habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist der gesäuberte Sand, den der Wattwurm ausgeschieden hat. Der Wattwurm ist also für das Wattenmeer ein ganz wichtiges Tier und muss daher geschützt werden. Jetzt ist der Spaß im Wattenmeer leider auch schon vorbei. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Schutzstation Wattenmeer.